Ja, hier oben gibt es sogar auch Bodenschwellen. Boah, die sieht man nicht mehr. Die sind nicht mehr farbig gekennzeichnet. Das ist ja im letzten Moment. Also wir sind jetzt hier auf 4212 Meter und es gibt so eine Stadt hier oben. Und weitere Hubbels. Ah, Mann. Furchtbar die Dinger. Ja, im Moment bin ich wieder etwas skeptisch, was unsere Kalkulation angeht. Snowball sagt mir, er kommt noch 157 Kilometer weit. Wir haben noch 32% im Akku. Es geht noch mal jetzt ein kurzes Stück rauf, dann geht's runter, aber dann geht's wieder rauf. Und ob wir die zweite Steigung schaffen, da bin ich mir nicht so sicher. So, wir sind in der Stadt Puquio. Das ist eine etwas größere Stadt hier in dem ganzen Gebiet. Ups. Jetzt bist du da Gas gegen, Blubber. Ja, wird ein bisschen knapp. Ups, das war der Druck. Wird ein bisschen knapp. Wir haben jetzt noch 98 Kilometer Reichweite, also laut Anzeige hier. 120 Kilometer ist entfernt. Wir machen jetzt eine Steigung. Und ich denke, das ist die letzte Steigung auf dieser Strecke. Und dann muss ich schauen, wie viel wir rekuperieren. Also das wird richtig knapp. Wir haben jetzt hier noch 20% drin. Das sind 14 kW. Für 120 Kilometer. Dann darf ich hier nicht mehr, das ist ja letztes gerade mal angehalten, dann darf ich nicht über 12 kW kommen. Ja, das wird jetzt echt spannend. Also ich bin jetzt ich habe noch 8 Kilowatt in der Batterie, bin noch nicht über den Berg und wir haben noch 109 Kilometer vor uns. So, das scheint jetzt der höchste Punkt gewesen zu sein. Von jetzt ab dürfte es nur nach unten gehen. Wir haben 6%. Das heißt, wir haben ungefähr noch 7 Kilowatt in der Batterie. Und wir müssen noch 84 Kilometer fahren. Interessant. Also wir haben jetzt auch nur noch 60 Kilometer. Und was soll ich euch sagen? Wir haben 9% in der Batterie. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben noch 10 Kilowatt in der Batterie, also 9,4. Ja, also ich denke, das dürfte nun kein Problem mehr werden. Also alles richtig gemacht. Ja, so, wir sind in Nazca angekommen. Und was soll ich euch sagen? Wir haben 20% in der Batterie. Ja, es war halt nur das Problem, über den letzten Berg zu kommen. Von da an gab es kein Problem. Es ging nur noch bergab. Das hieß, der hatte immer nur rekuperiert. Sogar so viel, dass er noch mehr in die Batterie reingespeist hat. Also nicht nur plus minus null. So, dass ich jetzt 20% habe. Ja. So, jetzt bin ich erstmal auf der Suche nach nach der Ladestation. Die gehört zu einem Hotel und dann bei dem Hotel kann ich gleich fragen, ob die ein Zimmer frei haben. Obwohl auf Booking.com habe ich gesehen, dass es ausverkauft ist. Aber Fragen schadet ja nicht, ne? Ja, auf Plugshare habe ich dann eine Ladestation gefunden. Glücklicherweise habe ich das Bild von Sandro wiedererkannt, wie er mit seinem Beluga da stand. Für mich war das ein Zeichen, dass man dort laden kann. Also habe ich die Nacht über da geladen und am anderen Morgen ging es dann zum Flughafen, weil ich die Nazca-Linien sehen wollte. Dann gehen wir jetzt mal zum Flug. Versucht noch was zu bekommen. Nice to meet you. Yeah, nice Are to you meet ready you. to fly?
Yeah. Yeah. Bye. The weather condition is cloudy. Yes, I see. But we are first flights and we are first in sequence for the flights. That's the reason I pick you up early, but you need to be in the airport until the weather condition is good. Okay. Okay? Fine. Let's go. Buenos días. Buenos días. Not working? ¿Funciona eso, dices tú? No. No. Se va a manchar. No lo utilizan para But you know what? In Peru we don't use that. Ah, okay, okay. That's fun, but En Nazca peor todavía. Y ya te como a veces uno entra casi llena I'm de... sorry. So? Aha. Pasaporte. Pasaporte. Sí. It's like what? Protokoll. Yes. So, jetzt geht's ins Flugzeug. Bin ich gespannt. Then across the Pan American Highway, the Alcatraz, the Pelican, and the Parroquet. Then Gijan, the Warango Tree. Yes. Paris. Faut mettre le casque. Ouais. Ja, Leute, so, ich bin wieder am Hotel. Der Flug war echt interessant über diese Linien, Nazca-Linien, über die Schaffelder. Bin gespannt, ob die Aufnahmen was geworden sind. Keine Ahnung, weil es ist ja doch ziemlich rubbelig in dem Flugzeug. So, und ja, jetzt geht's wieder weiter. Richtung Paracas. Paracas, genau, ja, irgendwie so. Und gehen wir Richtung Küste. Ja, links oder oben schon. Alles klar, so, wir machen fertig jetzt und dann machen wir, dass wir hier wegkommen. Bis dann. Auch. Dauert immer eine ganze Zeit, bis ich alles hier eingerichtet habe. So. Und die Navigation, wo geht's denn hin? Huacachina da, ne? Das haben wir vor. Also nächster Ort sind 3 Stunden weg. Wir haben jetzt 12:20 Uhr. Eigentlich genau das, was ich gedacht habe. 13 Uhr hatte ich gesagt, fahren wir hier los. Starten und machen uns auf den Weg. Also Nazca ist nicht gerade eine sehr attraktive Stadt, muss ich ehrlich sagen. Also,
So, und in dieser Landschaft haben sie diese Schaubilder gemacht. Also ich frage mich, ob das damals auch so aussah, so trocken, so öde. Oder ob das damals grüner war. Ja, wie ihr sicherlich bemerkt habt, in den letzten Videos waren die Aufnahmen der Dachkamera recht milchig. Das hat sich herausgestellt, dass der Sand und der Staub die Linse doch stärker verkratzt hat, als ich gedacht hatte. Und das war so schlimm, dass man die Aufnahmen nachher gar nicht mehr zeigen kann. Deswegen habe ich jetzt von Nazca an bis nach Ecuador größtenteils auf diese Aufnahmen verzichtet. Ich zeige euch kurz die Stationen. Viel zu sehen war nicht. Die Landschaft war eher staubig, sandig, wüstig, mit jede Menge Müll links und rechts, also unfassbar viel Müll. Ich hätte es euch gerne gezeigt, wie das Desaster da aussieht, aber leider sind auch diese Aufnahmen dann nichts geworden. Vielleicht kann ich noch ein paar Sachen zeigen, aber jetzt einfach nur der kurze Abschnitt dieser Reise von Nazca bis zur Grenze zu Ecuador in einem Stück. So, wieder bei der Karte. Also wir waren jetzt bis nach Nazca und jetzt zeige ich euch erstmal, was wir in den letzten Tagen gemacht haben. Also wir sind hier los in Nazca, sind hier hoch, hier rum, hier oben bei Ica vorbei, dann war hier irgendwo diese überlaufene Oase. Ja, hier gibt es jetzt diese riesigen Sanddünen. Das sieht dann aus wie in der Wüste Gobi oder in Sahara, weiß ich jetzt nicht. Kann auch sein. Aber es ist jetzt real. Dieser Ort nennt sich Huacachina und ist bekannt dafür, für diese Sanddünen. Und mitten zwischen den Sanddünen ist eine Oase. Unvorstellbar, ne? Da fahren wir jetzt hin, gucken uns das mal an. Wenn ich da einen Platz habe, dann mache ich vielleicht ein kleines Päuschen. So. Nee. Also beim besten Willen nicht. Guckt euch die Menschenmassen mal an. Nicht viel raus hier. Hier rum. Wollten nach Paracas. Ja, die Fahrt heute ist ein bisschen zermürbend. Also das ist nicht sehr schön, die Wüste okay, sehenswert, aber ansonsten ziemlich viele Städte, Straße, nichts richtig Attraktives. Also ich bin irgendwie froh, wenn ich doch an der Küste bin und vielleicht ein bisschen entspannen kann. Das sind noch eine halbe Stunde, wir haben noch 40 Kilometer vor uns. Und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Ja, ist ja wie immer so. Ja. Der erste Anlauf, der funktioniert nie. Also ich hatte hier so einen Stellplatz für den Wagen rausgefunden. Aber da macht keiner auf. Gibt doch keine Klingel oder sowas. Keine Ahnung. Dann müssen wir uns da was anderes suchen. Nächste Option. Ja, ich scheine heute richtig Glück zu haben mit meiner Zielauswahl. Hier ist auch richtig Remi-Demi. Das scheint auch schön zu sein. Das ist ja so ein Touristenspot am Meer. Also ganz gut.
Aber die haben alle keine Parkplätze am Hotel. Höchstens diejenigen, die weiter weg vom Strand sind, also außerhalb der Stadt. Ich versuche es jetzt mal in dem nächsten Ort in... Aber das war auch überlaufen, haben dann in Pisco übernachtet. Sie? Muss ja das hier sein, ne? Ah. Also doch noch was gefunden. Snowball lädt. Ein kleines Zimmerchen. Das hat ein Fenster. Innenhof. Ah, ist doch super. So, guten Morgen everybody. Ich melde mich jetzt erstmal aus dem Auto. Das ganze Abfahrt habe ich jetzt nicht gefilmt, weil ich wollte auch so schnell wie möglich raus. Also hier das Hotel. Gut, also Leute sehr freundlich, sehr hilfsbereit, haben auch möglich gemacht, dass ich laden kann. Aber der Hauseigentümer, da wo ich geladen habe, und der war recht seltsam. Er wollte zuerst 50 Soles haben, das war aber viel zu viel. Wir haben uns dann anschließend auf 30 geeinigt. Er war nicht so ganz zufrieden damit. Er meinte, das wäre zu teuer, aber 30 war schon reichlich. Das weiß ich ja, das wären höchstens 22 kW gewesen, wenn die ganze Zeit geladen hätte. Ich habe gesagt, ich brauche das ungefähr 10 Stunden. Er hat dann auch nach 10 Stunden den Stecker gezogen. Das habe ich heute Morgen gesehen. Ich habe auch die Nachricht auf dem Handy bekommen. Also hat genau 10 Stunden und dann hat er Stecker gezogen. Keine Minute mehr. War schon ein bisschen kurios. Also war auch nicht sehr angenehm, diese Begegnung. Ja, auf der Reise erfährt man auch solche Sachen. Ja, by the way, der Reifen hält immer noch. Also da habe ich keine Probleme mit. Das Glasdach macht auch nicht mehr Probleme, als es bisher gemacht hat. Ich muss diese Klebestreifen irgendwann mal erneuern, die lösen sich langsam. Aber soweit bis jetzt alles okay. Ja. Wir sind hier raufgefahren nach Lima. Übrigens befinden wir uns gerade auf der Carretera Panamericana Sur. Bin also auf der richtigen Straße. So, da habe ich doch mal Glück. Ich habe mal Glück. Also, alles funktioniert. Man musste nur mehrmals einstecken. Das sind CSS1-Stecker. Aber ich habe ja einen Adapter für auf meinen CSS2. Beim ersten Mal gar kein Signal. Beim zweiten Mal ein blaues Licht, aber nichts tat sich. Beim dritten Mal blaues Licht, was blinkt. Und beim vierten Mal dann blaues Licht, was blinkt und anschließend grünes. So. Also es funktioniert. Man muss das nur mehrmals probieren und wahrscheinlich muss man zuerst den Adapter einstecken und dann den Stecker. Nur eine Theorie, weiß ich nicht, ob das stimmt. So, das heißt also, wir können jetzt noch weiter nach Norden vordringen. Das war erfolgreich. So, wir haben jetzt auf 95% geladen, weil hier wartet noch einer. Und jetzt die letzten 50%, die dauern eigentlich immer zu lange. Kam der schon an? Genau. Lima durch, hier rum, hoch. Also eigentlich machen wir jetzt eine ganz gerade Linie, weil dann hatte ich wirklich, dann ist dieses in Barranca. Dann sind wir aus dem Hotel geschmissen worden. Habe ich da noch etwas gefunden? Eine Ladestation wie in Argentinien. Durchs Fenster.
runter nach Snowball. Und Snowball, Snowball ist dermaßen dreckig, den müsste ich auch doch mal endlich irgendwann waschen. Guckt euch das mal an. Das ist ja Wahnsinn. Meine Tasche packen. Me dicen que tengo que cobrarle 50 soles por el tema de la electricidad, porque cargó alrededor de 20 minutos, ya que es una electricidad doméstica. Sie sagen mir, dass ich Ihnen 50 Soles wegen des Stroms berechnen soll, weil er ungefähr 20 Minuten geladen hat. No, Jetzt nicht im Haushaltsstrom hat. No, nada. So, ahora aquí, y no puedo cagar, no puedo dormir, entonces no. Un sol es, bueno, 50 soles es por un todo cargando 70 kilowatt. No. So, ahora no. Etwas weiter hier rauf, an der Küste entlang, noch weiter nach Norden. So, sind hier raufgefahren bis nach Chimbote. Ja, ihr fragt euch sicher, warum mein Zimmer jetzt etwas anders aussieht, als ich es gerade eben gezeigt hatte. Wir haben auch den nächsten Morgen und in der Zwischenzeit ist so einiges passiert. Wie soll ich da anfangen? Als erstes war ja gestern alles klar. Ich konnte laden, ich hatte ein Zimmer, ich hatte auch schon geduscht. Gar kein Problem. Bis auf einmal die von der Rezeption, die junge Dame ankam und sagte, ja, geht nicht, also laden geht nicht. Ja, sag ich, dann brauche ich das Zimmer nicht, wenn ich nicht laden kann. Nee, der Manager oder Eigentümer oder so hat gesagt, das ist zu gefährlich, braucht zu viel Strom, und dann fing die Diskussion an. Also eigentlich die Diskussion, die wir in jedem Hotel haben, dass es zu gefährlich ist, diese Steckdosen zu nutzen. Ich habe es versucht zu erklären, und mit Beginn der Diskussion kam auf einmal die Bell, no, okay, Stecker raus, ich muss das Hotel verlassen. Ich sage, ja, nee, das ging nicht. Also hat sie mir dann dieses Kartenlesegerät gegeben, sollte ich mein Handy dagegen halten, da wurde der Betrag dann gut geschrieben, so als Finto, also ich kann da nicht wohnen. Ja, haben sie mich einfach rausgeschmissen. Habe ich auch so noch nicht erlebt. Dann alles geklärt, ich glaube, okay, dann muss ich halt weiterfahren, müsste ja nichts. Ja, aber also, ich hätte ja jetzt schon geladen und dafür kriegten sie jetzt 50 Soles. Ja, also dann wurde ich ein bisschen ausfallen und habe dann gesagt, das kommt gar nicht in die Tüte. Dann habe ich den ausgerechnet, dass ich 0,7 Kilowatt verbraucht habe und das wäre maximal 1 Soles. Ja, dann hätten sie gerne den 1 Soles. Absolut widersinnig. Okay, ich habe denen die Münze gegeben, habe mein Auto genommen und weitergefahren. Ich hatte noch 52% drin und habe mir dann vorgenommen, nach Chimbote zu fahren. So. Chimbote, da kam ich dann ja knapp mit 5 oder 10%, so ungefähr müsste ich damit ankommen. Hat auch irgendwie hingehauen, bin ziemlich sparsam gefahren, bin in Chimbote angekommen, hier sollte eine Ladestation sein, so eine Typ 1 Ladestation, kann ja zur Not auch mit 220 Volt dran. So, hier an so einem schönen, feinen Hotel. Ja, was soll ich sagen? Diese Ladestation, die gibt es überhaupt gar nicht. Ich habe im Hotel gefragt, nee, hier gibt es keine Ladestation. Also eine falsche Information vom Blackshare, habe ich auch da reingeschrieben dann. Ja, nun hatte ich aber nichts mehr in der Batterie. Ich konnte nicht mehr viel weiter fahren, höchstens noch 30, 40 Kilometer vielleicht. Das war mir dann so riskant, hin und her. Ich konnte hier laden, also ich konnte die Steckdose benutzen. Ja, das hat dann mehr oder weniger funktioniert. Der Juice Booster, der schaltete immer auf Rot, dann ging er wieder nicht, dann ging er wieder nicht. Also da bekam es schon ein bisschen Sorgen, sag ich mal. Und außerdem sagte der an der Rezeption, ich könnte hier nicht die ganze Nacht stehen, das ginge nicht, das wäre nicht gut fürs Hotel. Ja, ich sag, was ist denn, wenn ich hier übernachte? Sagte ja, erstmal nicht und dann doch. Letztendlich habe ich dann eingecheckt in diesem Hotel, nicht preiswert,
wie man jetzt hier hinter mir auch sehen kann, so ein ziemlich geräumiges Hotel. Bin da für 2 Nächte hier drin, das reicht für 100%. Der hat zugelassen, dass ich auf 100% laden kann, also bis finito. Der Wagen steht jetzt mittlerweile auch in der Tiefgarage, auch kein Problem, lädt. Nur nicht mit dem Juice Booster. Der Juice Booster scheint in den Kupplungen einen Defekt zu haben. Das hatte ich vorher schon mal in Abancay, habe ich das schon mal gemerkt. Ja, habe ich aus da wieder ein Problem. Ich bin jetzt mit dem normalen Ladeziegel von Tesla dran. Das ist ja klar, das geht. Hier sind die Leitungen ja geerdet, also das ist kein Problem. Das wird halt nur problematisch, wenn ich mal irgendwie auf einen Campingplatz komme oder irgendwo, wo keine Erdung ist. Müssen wir schauen, wie wir da klarkommen. Aber summa summarum ist dieses ganze Peru-Ding hier nicht gerade sehr zufriedenstellend. Die Landschaft an der Küste entlang ist eher dröge und hässlich, habe ich euch gezeigt. Und ich habe auch mit Sandro gesprochen, der sagte, okay, alles klar. Also ihm hat Peru auch nicht gefallen. Ich könnte jetzt noch in die Berge reinfahren, aber dann hätte ich das gleiche Problem. Ich habe hier in Peru immer das Problem der Diskussion. Die Leute trauen sich einfach nicht oder vertrauen dieser Technik nicht. Und ja, da laufe ich eher Gefahr, dass ich irgendwann mal nicht mehr laden kann. Also, was mache ich? Habe ich auch mit verschiedenen anderen schon besprochen. Ich werde jetzt von hier aus direkt zur Grenze fahren. Wird wohl noch 2 Stationen brauchen und dann reise ich nach Ecuador ein. Das hat 2 Vorteile. Meine Autoversicherung läuft am 14. ab, also bin ich vorher drüben. Und auch der Wagen läuft am 28. ab. Diese ganzen Deadlines, die werden dann nicht gerissen. Ja. So ist das Reisen in Peru. Also insgesamt war es jetzt nicht so erfolgreich. Was ich bisher erlebt habe, also die Menschen, okay, die können ja auch nichts dafür. Das junge Mädchen an der Rezeption konnte auch nichts dafür, was der Manager sagt. Sie hatte mir ja bereitwillig alles zur Verfügung gestellt, Steckdose, Bett und alles, keine Frage. Aber Peru ist definitiv in der Elektromobilität ziemlich weit hinten dran. Man merkt es an den Ladestellen, es sind nicht sehr viele hier im Vergleich zu Ecuador und Chile. Das sind ganz andere Welten. Also die haben hier noch einiges aufzuholen. Da haben wir auch übernachtet. Hier dann an Trujillo vorbei. Weiter Norden, immer der Küste entlang. Ihr habt es gesehen, hupsa, das wird soweit. Na, Chiclay, wo ich dann im Parkhaus übernachtet habe. So, das scheint ja alles aufzuhaben. Jetzt hoffe ich nur, dass jetzt hoffe ich nur, dass die Station frei ist. Disculpe. ¿Sabe usted dónde es un cargador por un carro eléctrico? ¿Cargador? Sí. Ah, ya. ¿Dónde está? ¿Sí? ¡Mira! Ahí viene. ¿Va a ser para lavarlo? ¿Sí? Para lavarlo el carrito. No entiendo, hablo solo un... Para lavarlo el carro. ¿Lavarlo al carro? Sí. Para lavarlo no desea. En la parte, ¿sí? Sí. ¿Quiere para que lo cargue el carrito? Sí. Lo cargue. Para que lo cargue el carrito. Hola, sí. Buenas tardes. Buenas A la tardes. parte de arriba hay este cargador. Me enseña porque no Ah, sabe. ya. ¿Sí? Ok. Hablo solo un poquito de español. Ella lo va a llevar. Sí, gracias.
So Leute, was soll ich euch sagen? Moment, ich muss ja Musik ausmachen. Was soll ich euch sagen? Typ 1 funktioniert. Das war nur an der einen Stelle so. Ich denke, dass man ein paar Mal versuchen muss, damit der überhaupt anfängt zu laden. So, wir haben jetzt hier, wir laden jetzt mit 7 kW. Das ist super toll. Bin ich glücklich. Also CSS1 funktioniert, Typ 1 funktioniert. Mal was Positives in den letzten Tagen. Okay, also wir laden jetzt hier und ich muss laden 9 Stunden 55 Minuten, bis der voll ist. Weiter geht's dann hier Richtung Norden bis nach Piura. Sí, nombre. Auf diesem letzten Abschnitt zeige ich euch mal, was das wirklich große Problem in Peru ist. Ich lasse das einfach mal unkommentiert.